zum Beispiel, dass im Flugverkehr keine Kerosinsteuer anfällt. Also Kerosin ist ja der Treibstoff für die Flugzeuge, genau. Keine Kerosinsteuer? Genau, die zahlen halt keine Steuer drauf. Loki Öko, dein Podcast, der die Loki-Fragen zu Umwelt und Klima beantwortet, ohne Langeweile oder Zeigefinger. Klare Fakten, echte Insights und ehrliche Gespräche mit Sophie und Greenpeace. Hallo, willkommen bei der ersten Folge vom neuen Greenpeace Österreich Podcast. Ich bin die Sophie und ich darf im Rahmen dieses Podcasts mit diversen Experten über Klima- und Umweltschutz reden. Heute bin ich hier mit der lieben Jasmin. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, da zu sein bei der Premiere. Ja, also für die Pilotfolge. Du bist Klima- und Energieexpertin, richtig? Wie gefällt dir denn deine Arbeit so? Ja, ich bin jetzt seit über 5 Jahren bei Greenpeace Klima- und Energieexpertin und ich mache es extrem gerne. Ich finde, es ist voll das Privileg, über Missstände zu sprechen, auch ohne irgendwelche Restriktionen. Das heißt, wir haben ja nur Einzelspenderinnen, es gibt jetzt keine Unternehmen oder vielleicht die Regierung, die hinter uns steht. Also wir können wirklich Umweltskandale benennen, so wie sie sind. Und natürlich ist es auch frustrierend, aber insgeheim weiß man, man ist auf dem richtigen Weg und man kämpft auf der richtigen Seite, auch wenn man natürlich nicht immer weiß, ob es die Seite der Gewinnerinnen dann sein wird am Ende. Macht Sinn. Vielleicht ein paar persönliche Fragen am Anfang, damit wir dich besser kennenlernen. Hast du denn ein Lieblingsbuch? Ja, ich habe sehr viele Lieblingsbücher, aber aktuell lese ich gerade extrem gern von der Liv Strömquist. Die macht so Graphic Novels und die nimmt immer so sozialwissenschaftliche Themen und verpackt sie extrem lustig in Novels. Und immer wenn es ein neues Buch gibt, dann renne ich sofort in die Buchhandlung, schnapp's mir, leg mich auf die Couch und lese es innerhalb von 2 Stunden eigentlich durch. Ja, das kenne ich. Gibt's denn irgendein Lieblingsessen? Also wenn du nur mal ein Essen essen könntest, was wäre das? Ja, zurzeit bin ich süchtig nach Edamame. Ich finde, die gehen immer, egal was man isst. Ich verstehe dich. In Japan habe ich mich auch konstant von Edamame ernährt. Glaubst du, dass du eine Zombie-Apokalypse überleben würdest? Ja, ich besitze nämlich ein batteriebetriebenes Radio. Und das ist sehr praktisch, weil ein Handy-Akku ist ziemlich schnell leer, so nach 21 Stunden, wenn man keine Powerbank hat. Und ich glaube, ich kann dann Informationen traden mit anderen Sachen. Also auch wenn ich kein Wasser habe oder keine Lebensmittel, kann ich sagen, ich weiß, was abgeht. Und das mache ich dann im Abtausch mit den anderen Überlebenden sozusagen, bilde ich dann eine Gruppe. Das ist mein Überlebensplan. Gibt es einen Grund, warum du so einen genauen Überlebensplan hast? Ich habe mal ein Buch gelesen über Blackouts. Das kenne ich. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass batteriebetriebenes Radio ein essentieller Bestandteil des Überlebens ist. Ja, macht Sinn. Ja, cool. Also es freut mich, wie gesagt, richtig, dass du hier bist und danke auch für die einführenden Worte. Ich bin richtig froh, dass wir jetzt mal über klimafreundliches Leben reden können und wie schwer es ist, klimafreundlich zu leben. Ich bin jetzt Anfang 20 und auch meine Mama hat immer sehr viel Bezug dazu gehabt, eben klimafreundlich zu leben und da zu schauen und achten so drauf. Und irgendwie es kommt mir vor, es ist so schwer, weil ich bin halt Anfang 20 und ich habe halt nicht die finanziellen Ressourcen, dass ich jetzt jeden Tag viele Bioprodukte kaufen kann. Und irgendwie kommt mir vor, das System erschwert mir es einfach, umweltfreundlich zu leben. Und ein großer Punkt für mich da ist das Reisen. Also ich will halt die Welt sehen. Das ist ein großer Traum von mir. Und es ist halt, Fliegen ist halt da schon. Wie kritisch siehst du denn Fliegen da? Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen an KlimaschützerInnen, wie man es denn hat mit Fliegen. Und die schlechte Nachricht ist, Fliegen ist, wenn man es wirklich pro Kopf sieht, auf den eigenen Fußabdruck wirklich sehr klimaschädlich. Also auch wenn man Ultimate Klimaschützerin ist unterm Jahr, das heißt vegan sich ernährt und nur mit dem Radl fährt und die Wohnung praktisch nicht heizt, dann verspielt man eigentlich quasi alle Bonuspunkte, indem man sich in einen Langstreckenflug sitzt. Das ist tatsächlich so. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Wir haben mal bei den Greenpeace eine Studie gemacht innerhalb von Europa und da haben wir gesehen, dass 1/3 aller Kurzstreckenflüge, die könnte man schon ersetzen mit Zügen. Das geht relativ einfach. Das heißt, wenn du mich fragst, fliegen ja, nein, sage ich, es kommt drauf an. Es gibt sehr viele Bullshit-Flüge, sowas wie von Wien nach Innsbruck zu fliegen. Ich verstehe das gar nicht. Warum machen das Leute? Es ist einfach schlicht und ergreifend unnötig. Und ich finde auch, wenn ich kurz eingreife, ich finde auch nicht, dass es Zeitsparend ist. Wenn ich mir jetzt überlege, ich muss am Flughafen fahren, ich bin 2 Stunden vor dort, vielleicht 1 Stunde, wenn ich wirklich nur Handgepäck habe. Und dann setze ich mich da rein, dann fliege ich da vielleicht eine halbe Stunde, dann muss ich ja vom Flughafen dann wieder auschecken, wieder in die Stadt kommen. Das ist doch die Zugfahrt einfacher, oder? Ja, absolut. Also bei vielen so kurzen Strecken macht es einfach gar keinen Sinn, mit dem auch nicht. Flugzeug zu fliegen. Aber dann müssten wir wen fragen, der das macht.
was so toll daran ist. Ja, ne. Aber wir sehen es tatsächlich in den Daten auch ganz viel, dass diese Kurzstrecken echt viel geflogen werden und das sind tatsächlich die Sachen, die man sehr leicht abschaffen könnte. Ja, absolut. Ja, das macht Sinn. Mir ist auch oft, also ich habe sehr wohl schon Langstreckenflüge in meinem Leben gebucht und dann kommt dann am Schluss beim Auschecken oft die Option anzukreuzen, dass du da jetzt einen gewissen Betrag dazu zahlen kannst und dann wird der Flug grün. Also dann gleichst du quasi die Klimaschäden, die du hier gerade angerichtet hast, wieder aus. Was haltest du davon? Ja, das ist Bullshit und im Prinzip eigentlich nur Geldmacherei. Das Problem daran ist nämlich auch noch, man hat dann das Gefühl vielleicht, okay, super, ich kann ja so viel fliegen, wie ich will, ich zahle halt ein paar Euros und dann ist gut. Und das ist eben der Effekt, den wir nicht haben wollen, weil das ganz klare Ziel ist, dass man einfach Flüge vermeidet. Also es muss immer an erster Stelle stehen, die Frage, wie kann ich es vermeiden, überhaupt in ein Flugzeug steigen zu müssen. Und wenn wir uns jetzt eben anschauen, was dann teilweise finanziert wird mit dem Geld, ist das extrem problematisch. Also man stellt sich das vielleicht romantisch vor, super, da zahle ich ein paar Euros und dann wird ein Wald gepflanzt, wo dann Vögel durch den Himmel fliegen, ja. Aber im Endeffekt sehen wir, dass total viel Schindluder damit getrieben wird. Ja. Also das heißt, teilweise gibt's Naturschutzgebiete, wo dann Menschen, die dort eigentlich gelebt und gewirtschaftet haben, einfach vertrieben werden von dort. Und wir wissen ja auch, durch die Klimakrise kommt es mehr zu Waldbränden, zu Stürmen etc. Das heißt, es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass dieser Wald, der ja dann scheinbar mein CO2 speichert, überhaupt so lange bestehen bleibt. Und deswegen ist es im Prinzip einfach nur ein Blödsinn und gehört eigentlich abgeschafft, solche Kompensationsflügen. Ja, und ist auch wieder ein bisschen das Überwälzt auf den Konsumenten eigentlich. Absolut. Auch das ist wieder so, die sehr feine Art, wie sich auch Flugunternehmen rausnehmen. So, naja, wir sind fein raus, man kann ja hier fliegen so viel, wie man will und dann zahlt man ein paar Euros und die Bäume speichern mein CO2 und alle sind glücklich, aber das stimmt halt einfach nicht. Ja. Aber es ist halt, also ich verstehe halt auch aus Konsumentensicht, warum man eben fliegt, weil das Zugfahren halt auch teilweise, also nicht nur länger dauert, wenn es jetzt wirklich um längere Strecken geht, aber auch wirklich teuer ist. Also ich meine, ÖBB hatte ja Sparschiene, das ist ja super, aber da muss ich dann halt auch Monate vorher schon im Voraus buchen und dann kann es sein, dass dann Verspätungen kommen. Es ist einfach umständlich, mit den Zügen zu fahren und manche Ziele erreicht man auch gar nicht mit den Zügen gut. Woran liegt denn das? Wieso ist das immer noch so? Ja, absolut, das ist ein Problem und es kann halt auch nicht sein, dass nur jemand, der, super öko ist, jetzt hier klimafreundlich reist und alle, die es sich nicht leisten können oder nicht die Zeit dafür haben, gar nicht die Option haben, darauf umzusteigen. Und das sehen wir sehr viel, also dass die Zugstrecken einfach schlecht ausgebaut sind, vor allem zum Beispiel auch zwischen europäischen Hauptstädten hätten wir noch riesiges Potenzial, bessere Direktverbindungen zu machen und natürlich die Preise sind auch oft nicht zu erklären. Ich bin zum Beispiel selber nach London gefahren letztes Jahr mit dem Zug. Das geht eigentlich sehr leicht. Man kann nämlich im Nachtzug nach Paris oder Brüssel fahren und dann mit dem Eurostar quasi unterm Meer sozusagen durchrasen, was irgendwie spannend ist. Und es dauert dann noch 1-2 Stunden nach London. So, und jetzt ist dieser Eurostar aber halt mega teuer. Und dann habe ich schon insgesamt sicher 4-mal so viel gezahlt, als wenn ich mit dem Flugzeug geflogen wäre. Und das ist halt einfach nicht zu erklären. Also es liegt halt einfach daran, dass es sehr viele Förderungen gibt für den Flugverkehr. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass im Flugverkehr keine Kerosinsteuer anfällt. Also Kerosin ist ja der Treibstoff für die Flugzeuge, genau. Keine Kerosinsteuer? Genau, die zahlen halt keine Steuer drauf, aber der Zug zahlt halt Steuer auf Strom. Ja, die tanken ja dann praktisch gratis. Genau, also zahlen halt nur fürs Benzin selber, aber es wird keine Steuer an den Staat zum Beispiel abgeführt. Ja gut, dann macht halt auch der 30 € Ryanair-Flug Sinn, ne? Genau, und sowas hält dann natürlich das Ganze sehr künstlich billig und ist dann eben dann manchmal umso schwieriger, deshalb quasi mit dem Zug zu fahren, wenn der x-mal so teuer ist als wie das Flugzeug. Aber wie gibt's das, dass da die Fluglobby so arg ist? Also das ist ja eindeutig Lobbyismus, wenn da die Fluglinien da so politisch mitspielen. Ist da die Zuggesellschaft einfach hinten, oder? Ja, es wurde halt über Jahrzehnte stark einfach lobbyiert, sowohl von der Flugindustrie, aber natürlich auch die Öl- und Gaslobby ist da dahinter. Das ist natürlich ein großer Absatzmarkt für sie. Ja. Und man wollte das eben sehr stark vorantreiben, dass das billig bleibt und ist ja nach wie vor immer noch ein Problem. Ja. Und das ist aber etwas, wofür wir stark kämpfen, dass das einfach halt entsprechend besteuert wird, weil man kann ja auch mit dem Steuergeld dann wieder andere Sachen querfinanzieren im Klimaschutzbereich. True. Es gibt ein paar positive Signale. Also der jetzige EU-Klimakommissar ist eigentlich
für Klima und für Besteuerung verantwortlich, was ganz praktisch ist. Und zumindest gesagt hat er mal, dass er dieses Thema jetzt auch angeht und mehr Steuern auf Schifffahrt und Flugverkehr auch einführt. Und das schauen wir uns natürlich ganz genau an, ob er das dann macht oder nicht. Interesting. Das heißt, das, was ich eigentlich als Konsument machen kann, ist mir entweder die Zeit zu nehmen oder eben dementsprechend zu wählen, oder? Genau, also politische Entscheidungen sind natürlich auch immer zentral, weil wir eben dann das System so gestalten können, dass das klimafreundliche Leben dann auch einfach billiger ist und leichter umzusetzen. Okay, das ist, du hast erwähnt, auch wenn ich das perfekte klimafreundliche Leben lebe, ich zum Beispiel bin vegan. Ich dachte schon eigentlich immer, okay, also ja, ich fliege halt ab und zu, aber wenn ich dann vegan lebe, dann kann ich das ein bisschen ausmerzen. Aber es macht da schon die vegane Ernährung ein paar Pluspunkte zumindest wieder gut? Ja, sich vegan zu ernähren ist natürlich besser fürs Klima, als wie auf Milchprodukte oder Fleisch zu setzen, weil es einfach extrem aufwendig in der Produktion ist. Kann man sich ja vorstellen, eine Kuh braucht eine Fläche, braucht Essen, braucht Wasser und so weiter. Und natürlich, wir wissen, Kühe furzen und tatsächlich, was da rauskommt, Methan ist auch nochmal ziemlich klimaschädlich, um ein Vielfaches mehr klimaschädlich zum Beispiel als CO2. Das heißt, alleine deshalb, wenn man quasi auf pflanzliche Ernährung setzt, hat man auch nicht das Problem der furzenden Kühe sozusagen. Und deswegen kriegt man auf jeden Fall Pluspunkte. Die würde ich dir auf jeden Fall in dem Fall danke schön. Aber was ich mir da schon auch so oft gefragt habe, also ich, wie gesagt, dadurch, dass ich vegan lebe, trinke ich halt Hafermilch meistens oder halt Mandelmilch. Und ich habe mich so oft gefragt, wie kann das sein, dass eine Milch, die halt aus Nüssen besteht und die man sich theoretisch ja mittlerweile sogar selber zu Hause pressen kann, wie kann das sein, dass die teurer ist als die Milch, für die eine Kuh gemolken werden muss, gefüttert werden muss, in einem Stall steht? Wie geht sich das aus? Absolut. Also das macht natürlich gar keinen Sinn. Und ja, diese Preise sind echt ein Mysterium. Es gibt aber ein paar Erklärungen, die das ein bisschen transparenter machen, woher das kommt. Einerseits ist Kuhmilch zum Beispiel immer noch ein Grundnahrungsmittel und deshalb weniger besteuert wie Hafermilch. Also da fallen nur 10% Steuern an und nicht 20%. Also was wird Hafermilch besteuert? Ist es dann als Luxusmittel? Nein, ist einfach ein Lebensmittel. Ein Lebensmittel. Dann, ja. Ist das? Und dann haben wir auch noch das Problem, dass Förderungen und Subventionen im Landwirtschaftsbereich ausgegeben werden nach Fläche. Also je mehr Fläche ich habe, desto mehr bekomme ich sozusagen an Förderungen. Und Kriterien wie zum Beispiel, wie ökologisch ich produziere oder eben was ich anbaue, sind das Pflanzen oder setze ich eher auf Tierzucht, das spielt eigentlich fast keine Rolle dann. Und entsprechend hat man auch immer Anreize gesetzt, dass mehr sozusagen Produktion zum Beispiel in Kuhmilch fließt, als wie in Hafermilch. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch sagen, Hafermilch ist ein bisschen ein Lifestyle-Getränk geworden. Und entsprechend geht man dann davon aus, okay, das nimmt vielleicht eine gebildete Schicht auch mehr wahr und denen kann man sozusagen auch mehr verlangen. Das spielt natürlich auch rein. Aber gerade die ersten 2 Punkte könnte man eigentlich sehr gut gegensteuern, dass man eben vor allem pflanzliche Produkte auch entsprechend geringer besteuert, weil sie auch weniger Klimaschaden anrichten. Würde eigentlich nur Sinn ergeben, ne? Genau. Ich finde es auch immer so unfreundlich, wenn Coffee Chains ernsthaft so plus 50 Cent, teilweise plus 1 Euro, glaube ich, beim Starbucks für diese Hafermilch, für diesen Schuss Hafermilch verlangen, wo ich mir denke, come on. Also um die 2, 3 Kaffee, die man da vielleicht für eine Gruppe von Freunden kauft, kann ich mir eine ganze Packung Milch kaufen. Finde ich so unsympathisch. Ja, das stimmt. Also alleine schon, wenn ich mir das Unternehmen vielleicht auf die Flagge hefte, ich bin nachhaltig, dann sollte ich ja auch den Kundinnen dann auch entsprechend das nicht verteuern, wenn sie dann eine nachhaltige Option wählen. Ja, ist so. Naja, finde ich. Und vor allem in manchen Bereichen, gerade bei der Laktose, es gibt ja auch viele laktoseintolerante Menschen. Ich finde das auch, to be very honest, es ist nicht inclusive. Ja, es ist nicht fortschrittlich. Ein großes Thema bei Ernährung sind die Bioprodukte. Also ich höre ja auch in meinen Umkreisen und in meinen umweltfreundlichen Umkreisen immer, Bio ist das Beste, was du eigentlich machen kannst. Das Problem bei Bioprodukten ist halt einfach, sie sind so teuer. Ich merke es halt selber, ich gehe ab und zu in den Dance und dann gönne ich mir Bioprodukte, aber die Grundnahrungsmittel oder auch also der breite Einkauf, das geht sich halt teilweise mit Bio einfach nicht aus. Warum sind Bioprodukte immer noch nicht für die breite Masse erschwinglich? Ja, das Problem ist einfach, dass sie im Vergleich eben auch zu konventionellen Produkten so teuer sind, weil die konventionellen Produkte eben den Schaden, den sie eigentlich für die Umwelt und das Klima anrichten, oft nicht einpreisen. Ja? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, was heißt einpreisen? Das heißt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen CO2-Abdruck habe mit meinen konventionellen Produkten, weil ich
zum Beispiel viel Kunstdünger verwende. Dadurch entstehen tatsächlich auch sehr viele Treibhausgase. Und die Treibhausgase verursachen dann halt die Klimakrise, Wetterextreme und dann haben wir Hochwasser in Österreich und die Häuser werden zerstört. Dann zahlt es ja nicht der die Treibhausgase in die Luft geblasen hat, sondern dann zahlt das im Endeffekt wieder die Allgemeinheit, an der diese Kosten abgewälzt werden. Das kenne ich vom Studium. Externe Kosten. Das habe ich schon mal gehört. Genau, externe Kosten. Ja. Das ist der Fachbegriff dafür, also dass man das externalisiert. Und sozusagen dann hat man nichts mehr damit zu tun und kann halt die Produkte so eigentlich auch künstlich billig halten. Ja. Und eben zum Beispiel der CO2-Preis, das ist eine Variante, wie man dann eben versucht, das einzupreisen. Aber es wird halt noch sehr wenig gemacht oder mit einem sehr geringen CO2-Preis und greift deswegen einfach noch nicht so stark. Mhm. Und das ist mit ein Grund, warum dann eben auch Bio-Lebensmittel, die ja weniger an Umwelt- und Klimaschaden auch verursachen, trotzdem teurer sind. Mhm. Es ist nervig, dass da again der Konsument hier so viel Verantwortung übernehmen soll, laut dem freien Markt. Weil ein anderes Thema da wäre zum Beispiel auch Palmöl. Also damals, wie ich so in meiner Ernährungsphase drinnen war, habe ich dann wirklich versucht, vehement auf Palmöl zu verzichten. Ich habe damals sogar Manna eine E-Mail geschrieben, will ich nur sagen. Weil ich war so, hey, ich finde es so cool, dass ihr eine Vollkornalternative habt, aber warum ist da immer noch Palmöl drin? Und es ist nervig, weil vor allem auch in Bioläden eben, wie gesagt, bei Dance musste ich trotzdem so perfide darauf achten, dass da kein Palmöl drinnen ist. Dann habe ich mir schon gedacht, also gerade bei so Geschichten, wo wir uns alle einig sind, dass das echt schädlich ist, dass hier für, keine Ahnung, Regenwälder gerodet werden und hier Monokulturen betrieben werden, wieso verbieten wir das einfach nicht auf staatlicher Ebene? Kann doch nicht so schwer sein, oder? Ja, also das Verbot ist natürlich etwas, was sehr oft im ersten Moment gut einleuchtet und wir haben auch einige Forderungen bei Greenpeace, wo wir auch dezidiert Verbote haben wollen. In dem Bereich ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil die Gefahr besteht natürlich, wenn jetzt Palmöl verboten wird, mal abgesehen davon, dass es sehr schwer zu erreichen ist, was nehmen die dann als Alternative? Vielleicht Kokosöl. Und Kokosöl ist tatsächlich noch ein bisschen ineffizienter, weil braucht man mehr Fläche und im Endeffekt kann dann auch wieder passieren, dass dafür halt Wald zerstört wird und das angebaut wird. Das heißt, man verlagert dann vielleicht das Problem nur. Mhm. Deswegen ist der Ansatz, den wir bei Greenpeace verfolgen, ein anderer. Wir wollen, dass zum Beispiel Waldschutzgesetze wirklich umgesetzt werden oder sowas wie ein Lieferkettengesetz, wo man dann auch wirklich weiß, okay, kommt dieses Produkt aus Waldzerstörung oder auch internationale Abkommen einfach, wo klar gemacht wird, wir zerstören einfach keinen Regenwald mehr, weil warum Macht auch? Sinn. Genau, und dass man mit solchen Regeln einfach arbeitet und was auch eine Möglichkeit ist, dass man halt für regionale Öle, also welche, die in Österreich produziert werden, dass man die auch entsprechend fördert. Oder, da sind wir wieder beim CO2-Preis, wenn das Palmöl natürlich den Preis wirklich inkludiert, den es hat, nämlich indem es mit dem Schiff dann noch etwas mehr kommen muss oder mit dem Flugzeug, wenn hier entsprechend auch eine Besteuerung auf das CO2, das dadurch verursacht wird, vorhanden ist, dann könnte man natürlich auch dafür sorgen, dass es teurer wird und für die Produzentinnen wäre es dann natürlich auch wieder günstiger, regionales Öl zu verwenden. Das ist true, da wird der Markt sich dann eigentlich, das ist eigentlich das, was sie ja immer wollen, dass der Markt sich von selber reguliert. In dem Fall quasi ist es ein Eingriff in den Markt, damit es der Markt dann quasi das abbildet, was eigentlich die Realität auch ist, ja. Okay, ja, sehr, sehr interesting. Weil gerade bei Palmöl habe ich mir diese Frage, wie gesagt, oft gestellt. Aber es ist das mit regionalen Ölen leuchtet sehr ein. Vor allem, vielleicht also ich weiß nicht, ob du da so deep drinnen bist, aber gibt's theoretisch in einer perfekten Welt auch Möglichkeiten, Palmöl nachhaltig anzubauen? Wenn du sagst, okay, wir haben Regenwäldergesetze, wenn die eingehalten werden, ist es ja grundsätzlich nicht so schrecklich, wenn Palmöl trotzdem in Produkten ist? Oder ist es trotzdem eher meh? Ja, nein, man kann es schon umsetzen. Es hat ja auch einen Grund, warum es so beliebt ist, weil es eben relativ billig und effizient zu produzieren ist und hat eben hauptsächlich den Ruf deshalb so einen schlechten, weil es sehr oft eben aus Waldzerstörung kommt und dass es eben oft schwer nachzuvollziehen ist, woher es genau kommt. Und deswegen ist eigentlich die Empfehlung immer gewesen, generell darauf zu achten, dass man eben Produkte hat, die hauptsächlich regionale Quellen haben. Okay, sehr, sehr interessant. Gehen wir auf ein Thema das uns vielleicht genauso wie Ernährung alle betrifft, nämlich wir als Konsumenten, vor allem in der Kleiderindustrie, da ist ja Greenwashing ein großer Begriff. Und ich ärgere mich zwar immer sehr über greenwashende Unternehmen, aber gleichzeitig gibt es dann halt auch so Unternehmensgiganten wie Shein, die halt nicht mal probieren, es zu verstecken, dass sie Scheiße bauen.
Und das wäre meine Frage so an dich als Mitarbeitende in Greenpeace. Wie seht ihr das? Was ist schlimmer? Ist es schlimmer, als Company zu greenwashen und eigentlich so ein bisschen sneaky lies zu erzählen oder von vornherein einfach keinen Blick drauf zu geben, so wie Shein, und wirklich keinen Hehl draus zu machen, dass sie katastrophal für die Umwelt arbeiten? Ich finde, Greenwashing ist auf jeden Fall schlimmer, weil es im Prinzip Lügen ist. Und wir kennen die Frustration, glaube ich, alle. Jeder, der irgendwie klimafreundlich leben will oder nachhaltig einkaufen, kennt sich einfach nicht mehr aus. Man muss fast schon eine Doktorarbeit schreiben, um zu verstehen, was ist jetzt eigentlich gut, was ist schlecht, wer lügt mich an, wer meint's ernst. Und also let's face it, wir haben alle nicht die Zeit dafür, uns so sehr damit zu beschäftigen. Und deswegen müssen wir uns auch einfach wieder mal fragen, okay, warum wird das eben nicht geregelt? Ja, warum dürfen die einfach alles behaupten, was sie wollen und können damit einfach davonkommen? Und da sehen wir aber auch einen Lichtblick, um was Positives auch anzubringen, und zwar die EU-Kommission, die hat jetzt was vorgeschlagen, das nennt sich Green Claims Richtlinie. Und da will man auch Kriterien festlegen, wann darf sich zum Beispiel ein Produkt klimaneutral nennen und wann nicht, damit dass es da auch ein bisschen ein Ende gibt von diesem ganzen Greenwashing, weil es die Konsumentinnen sonst einfach nicht mehr verstehen, was sie konsumieren können halt und was nicht. Ja. Es ist wirklich nervig, weil ich komme dann teilweise bei Companies drauf, dass sie eben Greenwashing betreiben oder halt wirklich ein bisschen umwelttechnisch nicht so super unterwegs sind, bei denen ich urgerne einkaufe. Und dann ärgert es mich auch so, nicht nur, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr einkaufen will dort, sondern auch, dass ich jahrelang dort eingekauft habe, obwohl ich eigentlich als umweltbewusster Mensch leben wollte und auch geglaubt habe, mich informiert zu haben. Ja. Insofern, ich verstehe diese Frustration, das ist nervig. Ja, ich glaube, es kennt jeder, auch wenn man vielleicht eine Marke sehr gern mag und dann kommt man drauf, oh, mach eigentlich auch Blödsinn, und dann denkt man sich schon so, don't take this away from me. Ja, ist so. Nicht du auch, no? Genau, das ist dann schon sehr schmerzhaft, aber Gibt es irgendein Unternehmen, wo dir das passiert ist, wo du dir echt gedacht hast, so, nee, komm. Also mir passiert es natürlich auch immer wieder im Alltag, dass ich drauf reinfalle, beziehungsweise man will es ja manchmal auch einfach gerne glauben, ja, weil man sich denkt, so, das klingt so gut und es wäre doch toll, wenn es wirklich so nachhaltig ist, und ich ertappe mich immer wieder dabei. Also ich war vor kurzem mal weil ich auch Kleidung einkaufen, und die hatten dann so in der Umkleiderkabine irgendwie ganz groß angeschrieben, wie viel erneuerbare Energien sie verwenden und wie viel sie sich steigern wollen. Ich war so, hey, cool. Und dann war ich aber so ein paar Momente später, aber was ist dann mit der ganzen Kleiderproduktion? Woher kommt die Baumwolle? Woher kommen die Stoffe? Wie wird das produziert? Wie werden die NäherInnen bezahlt? Und das ist etwas, was man ja oft sieht. Also die Unternehmen picken sich halt ein kleines Detail raus, dass sich da mal irgendwas mit dem Kerngeschäft zu tun hat. Und das prangern sie dann groß an. Ja. Und da, wo sie dann eigentlich sozusagen wirklich einen Hebel hätten, zum Beispiel mit einer Produktion eben aus Stoffen, die nachhaltig sind, ohne Pestizide auskommen und so weiter, darüber reden sie dann vielleicht nicht. Ja, das habe ich vor kurzem. Ich habe vor kurzem Coca-Cola Research und bin draufgekommen, die haben gerade auch einen einen guten Vorsatz in den Wind geworfen und haben sich stattdessen groß angeprangert, dass sie jetzt wieder mehr auf recycelbare Plastikflaschen setzen werden. Und Recycling ist ja generell so ein Thema. Also Recycling lese ich oft bei Produkten und dann denke ich mir immer so, das ist recycelt. Aber wie viel davon ist wirklich recycelt? Also gibt es da Richtlinien dafür, ab wann die drauf pfeffern dürfen, dass das Produkt recycelt ist? Weil das ist sicher nicht zu 100% recycelt. Ja, beim Recycling haben wir halt wirklich das Problem, dass die Illusion sehr schön wäre, nicht, dass eine Plastikflasche wird wieder eine Plastikflasche und das ist ein Kreislauf und so wiegt sich das alles auf. Der Fakt ist aber, dass wir eigentlich 1,4 Plastikflaschen brauchen, um eine Plastikflasche herzustellen. Wir verlieren fast das Material. Genau. Und das geht auch nicht unendlich. Also das kann man nur ein paar Mal recyceln und dann ist der Stoff aber auch so sozusagen kaputt, dass das nicht mehr möglich ist. Das heißt, die Idee von diesem großen Kreislauf aus Plastik, die hält in der Realität nicht stand, und deswegen ist es besser, auf andere Materialien umzustellen, beziehungsweise auch hier ist natürlich gang und gäbe, etwas möglichst oft wieder zu verwenden und nicht immer auf einen Weg, egal ob das Einweg Glas, Einweg Plastik und so weiter ist, zu setzen. Naja, das ist so ein bisschen, ich habe in der Uni ein Wort dafür gelernt, ich glaube, das nennt sich Wohlfahrtskapitalismus. Das ist dieser Ansatz, dass du eben
Ja, eigentlich schon Umwelt. Also das ist so dieser Technikansatz. Wir müssen die Technik verbessern, wir müssen innovieren. Also eben Sachen wie Recycling. Aber im Grunde genommen will man halt das Problem nicht tackeln. Man will eigentlich comfortable weiterleben. Aber man will halt schauen, dass man mit Techniken wie Recycling da ein bisschen einen Bogen drum macht und das Ganze ein bisschen wegschiebt. Aber ich komme mit dieser Ideologie gar nicht klar. Also mich ärgert das, wenn ich sowas sehe. Und dann denke ich mal so, ja komm, entweder du machst die Augen zu und gehst durch diesen Kapitalismus-Schmarrn und denkst, okay, hinter mir die Sintflut, oder du tackelst die Probleme halt da, wo sie sind. Aber glaubst du, dass es funktionieren könnte auch in Zukunft? Oder brauchen wir einen Cut in der Gesellschaft? Brauchen wir einen zerstörerischen Moment, wo wir aus zerstörerisches Wachstum, wo wir daraus dann wachsen können? Oder glaubst du schon, dass wir mit unserer Lebensweise weitermachen können, aber dass es da Lichtblicke gibt mit genug Innovation? Das ist eine sehr tiefe Frage. Ja, nein, aber es ist eine gute Frage, vor allem, weil wir das ja sehen, diese Techno-Fixes, die ja wirklich immer das Blaue vom Himmel versprechen. Ich glaube, jedes Mal, die Welt ist gerettet, wenn du das liest. Ja, die formulieren das wirklich. Genau, also da gibt's dann schon noch irgendeine technische Lösung. Also ich meine, das älteste Beispiel dafür ist, glaube ich, Atomkraft. Da haben wir auch gesagt, naja, wir fangen jetzt mal an und dann schauen wir, wo wir dann den Atommüll irgendwie lagern. Aber das ist jetzt, am Anfang jetzt ist das noch nicht das Problem, da werden wir schon eine Lösung finden, ja. Und siehe da, es ist bis heute ein riesiges ungelöstes Problem und das ist jetzt echt schon lange ausständig, ja. Also ich meine, es sind Jahrzehnte, in denen wir da auf Atomkraft gesetzt haben, wo wir schon Atomkraftwerke in Betrieb und wieder außer Betrieb genommen haben und es gibt immer noch keine Lösung dafür. Ja. Mal abgesehen von den anderen Gefahren noch Atomkraft. Ja. Aber das ist ein Beispiel für so, okay, da kommt dann schon irgendein Technofix. Ja. Und man muss das, glaube ich, irgendwo in der Mitte betrachten. Es gibt natürlich gewisse Technologien, die sehr hilfreich sind für uns. Wenn wir uns jetzt in der Stromproduktion anschauen, da gibt es doch Photovoltaik, aber auch Windkraft etc. Das sind Technologien, das ist echt super, dass die entwickelt worden sind, dass die jetzt auch schon marktreif sind, also dass man dadurch auch schon sehr günstig Strom produzieren kann mittlerweile. Also da macht Technologie auf jeden Fall Sinn. Schwierig wird es dann nur, wenn man eben sehr verbissen zum Beispiel der Flugindustrie dann auf die Flugzeuge setzt und sagt, naja, da gibt es dann einen Technofix von irgendwelchen erneuerbaren Treibstoffen, klingt dann auch wunderschön, ist aber extrem aufwendig zu produzieren, gibt es noch kaum Mengen dafür und so weiter. Und da muss man sagen, da wird der Technofix alleine nicht reichen. Da müssen wir generell darüber reden, dass wir eben in Zukunft Flüge vermeiden, also verlagern auf die Straße. Aber natürlich müssen wir auch generell uns die Frage stellen, ob wir wirklich für jedes Business-Meeting durch die Welt reisen müssen oder ob es nicht auch manchmal ein Zoom-Call ist. Du hast genannt Windräder. Bei Windrädern habe ich eine gute, typische, böse Onkelfrage. Aber diese Frage klären wir dann im nächsten Teil und da können wir uns auch darüber unterhalten, was wir unserem bösen Onkel sagen, wenn er mal wieder über Windräder schimpft. Bis dahin schickt uns gerne eure Fragen zu, die euch Loki schon immer interessiert haben. Und wir danken fürs Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Loki Öko.